Weißt du, was das Schöne ist, wenn du gute Sachen verkaufst? Die Leute sind freundlich und die freuen sich. So. Und dann los. Nach der Lehre war ich 3 Jahre Sous-Chef im Restaurant Das Körbchen. Das waren 14 Punkte von Gourmillot, dann 15 Punkte. Dann habe ich im Hotel ein Restaurant geführt als Küchenchef. Und dann bin ich nach Berlin gekommen. Und hier in Berlin habe ich im Troquet, Meinecke-Straße, 3 Jahre Küchenchef gemacht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Erste Restaurant gefloppt. Ganz klar, viel gelernt, viele Schulden gemacht. Und dann kam das zweite in Kreuzberg am Schlesischen Tor. Das lief gut, das hatte ich 16 Jahre, 17 Jahre. Nebenbei haben wir noch ein anderes in Prenzlauer Berg aufgemacht. Dann habe ich noch einen Imbiss Berliner Straße, Ecke Ulandstraße aufgemacht, vegetarisch. Weil zu der Zeit war meine Frau Vegetarierin. Meinte, du, wäre doch nett. Meinte, okay, machen wir. Und dann meinte meine Frau irgendwann, du, 25 Jahre, jeden Abend alleine zu Hause ist eigentlich okay. Haben zwischendurch auch 2 Kinder bekommen, tolle Kinder. Ja, und dann aus dem einen Restaurant bin ich raus, das zweite verkauft, Imbiss verkauft. Und dann habe ich eine Kantine gemacht, lief gut, alles handgemacht, keine Convenience, frische Pasta, frische Gnocchi, alles hausgemacht, selbst gemacht. Frisches Gemüse, also nichts, keine TK-Ware, keine Convenience. 5 Jahre und dann wurde mir auch langweilig. Und dann ist mein Vater gestorben, dann bin ich ein bisschen rumgereist, dann waren wir in Kanada, ein bisschen überall. Und ja, dann habe ich hier in ein paar Restaurants gearbeitet als Koch, weil ich dachte, nee, Küchenchef möchte ich nicht mehr. Und das war nichts. Weil Crème Brûlée aus der Flasche, das sind alles so Sachen, wo ich sage, nee, mache ich nicht. Von daher angeeckt und gesagt, dann gehe ich halt und gut. Und seitdem habe ich Patisserie gemacht.
habe mir einen kleinen so einen Anhängerwagen ausgebaut, alles rausgerissen, alles neu gemacht. Der Wagen ist von 1960. Ja, und jetzt bin ich seit 3 Jahren hier. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, wo der Teig beim Croissant so aussieht. Weil die meisten noch sehr auf alles ordentlich und alles. Und ich nehme es immer so, wie es gerade kommt. Was war das, was du eben aus dem Ofen geholt hast? Den Topf? Ah ne, das andere. Das sind, habe ich vorbereitet. Das ist unten Schokoladenfinancier. Und dann habe ich noch ein halbgebackenes belgische Schokolade, eine ganz dünne Schicht. Und da die nicht wirklich backen soll, sondern nur so bei 100 Grad durchziehen soll, wenn ich fertig bin und der Ofen aus ist, schiebe ich sie rein und lasse bis zum nächsten Morgen drin. Jetzt die Pain au Chocolat.
Also ich bin da nicht so der, wo alles schön aussehen muss. Ich will nur keinen Teig wegschmeißen, weil er einfach zu teuer ist und es Lebensmittel sind. So. Jetzt hole ich Schokolade und dann lege ich sie rein. Warum die Schokolade? Weil die einen leichten Karamellgeschmack hat im Hintergrund. Und wenn du die, also wie in Frankreich eigentlich typisch, schwarze Schokolade nimmst, also Bitterschokolade, Zartbitter, es ist nicht mein Ding. Und ich esse lieber Milka, also nehme ich Milka. Weil alles, was ich verkaufe, muss ich auch selber gerne essen, sonst lasse ich es. Geht sogar. Ich verkaufe nichts, was ich nicht selber mag oder was ich nicht selber essen würde. Also es gibt ja auch viele, die einfach produzieren und verkaufen, ohne es selber zu mögen oder gerne oder gut zu finden. Und ich würde nie irgendwas verkaufen, wo ich nicht hinterstehen kann. Und das ist nur Wasser. Ist nur, damit sie sich besser rollen lassen. Wofür ist das jetzt? Wofür ist das jetzt? Dampf, also man kann alles einstellen, aber ich mache es lieber mit der Hand. Maschinen sind Maschinen, weißt du? Und damit der Teig feucht bleibt beim Aufgehen und eine gewisse Wärme hat.
Woran merkst du, ob es jetzt gut ist? Gefühl. Ich wiege auch nicht ab. Ich gucke Wasser, Hefe, Salz. Also das Salz wiege ich schon ab. Aber da mache ich auch fast doppelt so viel, wie eigentlich üblich ist oder wie in Frankreich erlaubt ist. Weil jetzt haben sie ein neues Gesetz in Frankreich, dass die Bäcker keine 10 Gramm mehr pro halbes Kilo nehmen dürfen, sondern nur noch 7 Gramm. Weil die Menschen zu viel Salz konsumieren. Aber dann schmeckt es nicht mehr. Und das mache ich nicht. So. Zu viel. Halbe Stunde warten und dann rolle ich sie und lege sie drauf. Und wieder Hände waschen.
gibt viele Leute, die die Eier gleich reinmachen. Ich mache sie erst in eine Schüssel, weil du nie weißt, ob eins schlecht ist. Und wenn es eins schlecht ist und du den ganzen Teig wegschmeißen musst, ist scheiße. Und so machst du nur die Eier weg und nimmst dann neu. Sauerteig. Viele machen die einfache Variation, ist nur mit Hefe, die gehen immer schön auf, sind immer schön, aber da fehlt der Geschmack. Und der Sauerteig ist jetzt 7 Jahre alt, also du füllst ihn immer wieder auf und je älter, desto besser wird er und das ist das, was Geschmack gibt. Und die Butter natürlich. So fest wird, dann stockt sie. Und ich habe letzte Woche musste ich sie eine gute Dreiviertelstunde auseinandernehmen hinten, damit sie wieder funktioniert. Weil dann geht die Sicherung raus und dann darfst du erstmal aufschrauben, alles ausprobieren. 2-3 Minuten in der Zeit.
Morgen. Wir haben noch nicht geöffnet. Um 10 Uhr. Oh, sorry. Wie spät ist es? Ja, eine Dreiviertelstunde. Okay, alles klar. Alles klar. Müssen die jetzt ruhen erstmal? Bitte? Müssen die erstmal ruhen? Ja, die 1,5, 2 Stunden mindestens. Weil wenn du sie auch nur mit Hefe machst, kannst du sie nach einer Stunde schieben. Aber da es ja über Nacht im Kühlschrank war, dass sie langsam aufgehen, fängt der Sauerteig an zu arbeiten. Das heißt, mindestens 1,5 Stunden stehen lassen, damit sie ein bisschen hochgehen. Oh, noch nicht. Ich mache den jetzt nochmal auf kleiner Stufe an ein bisschen. Und in einer Minute hole ich ihn raus und stelle ihn kalt. Und dann geht es morgen weiter. Das ist für den Markt. Ja. Das werden ca. 140 Stück. Croissant, Pain au Chocolat, Zimtschnecke. Das wären 140 Stück circa. Also Croissant, Pain au Chocolat und Zimtschnecke zusammen. Ja. Man sagt, wenn er fertig ist, darf er eigentlich, oder ab dem Anfang darf er eigentlich nicht mehr kleben an der Schale. Also normalerweise packst du die Stücken in Folie ein, über Nacht. Aber mir ist das zu viel Plastik, weil am nächsten Morgen packst du alles aus und das sind meterweise Folie, die weggeschmissen wird. Und da das ja die Welt unserer Kinder ist jetzt, denke ich, sollten wir ein bisschen aufpassen. So, das stelle ich jetzt kalt.
gesagt, also ich schütte rein, gucke und wenn der Teig mir gefällt, dann ist okay. Ansonsten mache ich so lange, bis er mir gefällt. Also wirkliches Rezept. Also du findest viele Grundrezepte, aber es ist wie beim Kochen, weißt du? Wenn es heißt so und so viel und so viel, das ist gerade bei dem Mehl Feuchtigkeit draußen, wie feucht ist es. Und das ist ja auch nicht das normale Mehl, sondern das ist T65, speziell für Baguette und Croissant aus Nordfrankreich. Normandie, Bretagne, so. Wesentlich teurer als das normale. Was macht das so besonders? Die Säure hat einen höheren Säureanteil. Also ist anders. Also wenn du das 405er nimmst, es ist direkt dagegen. Das ist Gold und das 405er ist normal. Und wenn du das kiloweise kaufst, bist du bei 3,80 € das Kilo. So. Aber auch, das heißt, ich muss mich beeilen jetzt hier mit dem Croissant. So. Und jetzt müssten sie eigentlich richtig schön aufgehen. Und den hier auch nie mit Wasser reinigen. Warum? Ja, Holz zieht Wasser. Dann wird er krumm und schief. Im Prinzip immer nur trocken sauber machen.
Ist man dann nicht eigentlich immer in Versuchung zu naschen? Nee. Nee. Weißt du, was mein Frühstück heute Morgen war? Ente, Reis, Sojasprossen. Ich esse zwar gerne mal was Süßes, aber ich bin mir für Deftiges. Du kannst mir auch ein Steak braten, dann bin ich zufrieden und glücklich. Und wenn du die Sachen sowieso jahrelang vor deiner Nase hast, dann ist es auch nicht mehr wirklich... Obwohl, die hier esse ich ganz gerne. Das sind Walnuss-Fiancé. Werden aus Mandelgrieß gemacht. Honig, Butter, Eiklar, Salz, Zucker und ein bisschen Mehl. Und den Honig schmeckst du gut raus und das ist einfach, ist auch noch gesund. Croissant kriegen jetzt Streifen. Halbgebackene belgische Schokoladenkuchen. Ich mache die sonst im Block. Zeige ich dir nachher. Aber die wollte ich mit Cassis füllen und oben noch mal eine Vanillecreme. Die auch wieder ins Fenster. Und das hier sind die normalen, also der gleiche Teig hat die normale Form, die ich sonst mache. Und das sind meine Orangenkuchen, aber die muss ich erst noch baden. Gebadet werden. Ja, die werden getaucht, damit sie schön soft bleiben. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als du isst ein Stück Kuchen und es ist so trocken, dass es im Kaffee stippen muss. Dann ist irgendwie das Thema verfehlt, weißt du? Was sind das für Törtchen? Das sind Apfeltartlets. Ich habe noch welche mit Zwetschge da und mit Kirsche. Und nachher machen wir auch neue, weil gestern haben sie mir einiges weggekauft. Und diese schwarzen Punkte hier ist Vanille. Viele denken Dreck oder sonst was, aber ich nehme von der Vanille nicht nur das Mark, sondern die ganze Schote. Weil in der Schote selber ist mehr Geschmack als im Mark. Das heißt, ich kaufe frische Vanille aus Tahiti, die schweineteuer ist, weil es auch mit die beste ist. Schneide die Schote in kleine Stückchen, in Zucker und dann wird püriert, dass die ganze Schote alles verbraucht wird und du nichts wegschmeißen musst. Weil, wie gesagt, das ist Essen wegschmeißen ist immer so eine Sache. Genau wie von Zitronen und Orangen, einfach nur den Saft pressen. Du kannst die Zeste verwenden, du kannst den Rest auch, kannst du Limonade, also du kannst
im Prinzip immer alles verwerten. Du musst nur wissen, wie. Das ist auch nochmal Apfel und Kirsche. So, lass mal kurz abkühlen. Sehen schön aus, oder? Also wenn sie so aussehen, freue ich mich jedes Mal. Alter. Jawohl. So, die muss ich hier hinstellen. So. Ja, können auch bald rein. 240. Sind gerade raus. Okay, dann warte ich bloß. Was hättest du denn gerne? Sind gerade aus dem Ofen, wie immer, wieder auflassen, genau. Okay. Oh, da muss ich. €9,20. Dankeschön. Schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Danke. Was kann ich für dich tun? Schokobrötchen, habt ihr die? Ja, Dann nehme ich eins. gerne. So. Bitteschön. Ja, dann. Bar oder Karte? Bar. Okay, 3,20 bitte. Hier. Hast du vielleicht 20 Cent? Ja, hab ich. Bitteschön. Danke. Dann wünsche ich Schönen noch Tag. einen schönen Tag. Danke. Ciao. Ciao. Weißt du, was das Schöne ist, wenn du gute Sachen verkaufst? Die Leute sind freundlich und die freuen sich. So.
So wie es sein soll? Ja, es hätte noch einen Tick länger aufgehen können. Woran siehst du das? Weil die in der Mitte, das ist schon besser, das ist größer und da ist in der Mitte, hätte das noch ein bisschen weiter aufgehen müssen. Das ist schön. Und da siehst du auch viel, viel Butter. Da ist nichts trocken. Außen ist knusprig und innen schön saftig. Ich finde sie sowieso lecker. Aber ich liebe Butter, also ich brauche dafür auch dafür noch ein Stück Butter drauf. Mache ich mir auch gleich. Da solltest du ein kleines Päuschen machen. Weil warm mit frischer Butter drauf. Ich habe hier unten Wasser reingekippt und der Dampf legt sich oben drauf und dann gehen sie gleich viel besser auf. Ich möchte wissen, wie viel Wasser, also ich möchte das lieber alles selber machen. Maschinen sind toll, aber ich muss nicht alles von den Maschinen dirigieren, machen und möchte es lieber selber machen. Und was bringt das jetzt nochmal genauer, das Wasser? Das Wasser legt sich, also der Dampf auf die Oberfläche und da es ja schon heiß ist, können sie gleich besser aufgehen. Dann kriegen sie gleich nochmal so einen heißen Schub von außen. Und guck, die fangen jetzt schon an, hochzugehen im Ofen. Und das Schöne ist, wenn ich sie nachher raushole und hinstelle, dann hast du so die ersten 20 Sekunden dieses Knistern. Und in Frankreich sahst du die Baguettes singen. Und das ist klasse. Macht Spaß. Trinken ist auch super wichtig, ne, bei der Hitze. Ja, und ich vergesse es immer. Ich habe mir jetzt echt gedacht, ich stelle mir immer eine kleine Flasche hin. Und wenn ich sie sehe, trinke ich auch. Aber wenn ich im Stress bin, dann trinke ich morgens einen Kaffee und komme zu Hause an und bin völlig erschöpft und denke mir, ey, trinke einen Liter Wasser und bin wieder fit und denke, scheiße, jetzt bist du fit, jetzt wo du schlafen gehen willst. Hol ich einen Behälter dafür? Hallo. Hallo. Ich wollte zweimal von den Schoko. Schokolade. Ja. 2 Habt Stück. ihr noch? Ja, klar, reichlich. Perfekt. So, Warte dann bitte. bitteschön. Gut, 2. Die sind noch so schnell ausverkauft, deswegen frage ich überhaupt. Ja, gestern waren sie um kurz nach 11 alles weg. Deswegen, also ich dachte, ich bin schon zu spät, aber Ich habe heute ein bisschen mehr gemacht. morgen hoffentlich auch, weil morgen Ja. wollten wir wieder. Morgen ist Samstag, ja, der ist reichlich da. Okay. Ich rufe davor kurz an. Okay, aber ich bin auf dem Markt. Also wenn du auf der Nummer anrufst, bin ich auf dem Markt. Okay. Aber wenn du willst, lege ich dir jetzt welche, also
Wenn du welche haben willst, schreibe ich es auf und dann legen wir sie dir Ja, zurück. drei Stück dann. Also, Pain au Chocolat. genau. Alles klar. Guck mal, Super. Tüte schon Ja, voll ja. mit Butter. Er wird ja sowieso gegessen jetzt Ja. gerade. Dankeschön, tschüss. Das meiste ist wirklich Mundpropaganda, weil ich habe noch nie eingesehen, Geld für Werbung auszugeben, weißt du, irgendwo zu erscheinen und zu machen und zu tun. Meine Werbung ist dann lieber, dass ich den Leuten was mitgebe zum Probieren. Kostet mich im Laufe der Zeit wahrscheinlich genauso viel, aber die Leute sehen es nicht, sondern sie schmecken es und das ist ganz was anderes. Dann müsste ich mir überlegen, womit ich die Sachen fülle, weil es bei mir nicht wirklich einen Plan gibt. Also es ist nicht so, dass ich weiß, das und das mache ich mit dem und dem, sondern ich gucke, worauf ich Lust habe, was gerade passt, was ich da habe und meistens passt es dann auch. Ja. So. Vorsicht, halt. Und? Sieht noch gut aus, ne? Müssten sie eigentlich singen. Also wenn du ganz genau hörst, du so ein Knistern. Aber da kommst du jetzt nicht von rum. Nee, weil der Behälter, also samstags ist die Menge an Brot oder an Brötchen mehr als normal und dann verteilt er sich im Kühlschrank und das ist dann auch nicht das Wahre. Jetzt kommt er in den Kühlschrank bis morgen früh. Platz. Das ist dann hier Cassis und Himbeer. Die sind super lecker, aber schweineteuer. Woran liegt es, dass es so teuer ist? Weil sie gut schmecken. Das ist einfach eine Qualität. Weißt du kriegst das Ganze auch in billig. Dann kostet es die Hälfte, aber dann hast du mit Wasser verdünnt, mit viel Zucker und Zucker macht einfach den Geschmack kaputt. Und die sind pur. Und das ist, du schmeckst es und denkst, kriegst Gänsehaut und denkst, wow, cool. Ein bisschen Wasser. Ein bisschen Zucker. Und wichtigste, Salz.
eine geordnete Unordnung. Mit am schönsten. So. Und jetzt kommen welche rein, die gesehen haben, dass du fertig. Habt ihr auch Schokocroissant oder nur normale Croissants? Kann ich eins haben? haben wir auch. Ja, super. Nur eins, genau, ja. Ich bin auch nur auf zufällig vorbeigelaufen. Okay, weil du wirst nie wieder ein anderes essen. Oder? Kick mal. Bitte schön, 3,20 bitte. Danke. Bitte schön. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Ja. Ihr habt ja was vor. Ja, wir fahren jetzt mit 4 Stunden Auto. Klasse. Wo fahrt ihr hin? Danke. Tschüssi. Ostsee, an die Ostsee. Eltern besuchen. Kann ich mit? Ciao. Tschüssi. Ah, an die Ostsee, das wird auch was, oder? Wenn du Gelatine mit kalten Pürees verwendest, immer das Püree in die warme Masse. Wenn du es andersrum machst, hast du hinterher Gelatineblocken, weil die sofort anfängt anzuziehen dann. Super. Die schmecken noch so, wie Früchte schmecken sollten. Aroma, also schwarze Johannisbeere, viel Säure und kaum Zucker. Auf die Schokoladenfinancier mit dem halbgebackenen noch eine Schicht Cassis. So, ich stelle jetzt erstmal ins Fenster. Jetzt muss ich mal gucken. Hattest du die gestern schon vorbereitet? Die Töpfchen da, ja. Und zwar also das Lieblingsdessert, was ich eigentlich esse, ist Crème au Caramel. Aber ich wollte es mal mit ohne Kuhmilch probieren, sondern mit Mandelmilch. Und ist das erste Mal, also ich weiß nicht, ob es was geworden ist. Und da sind frische Bio-Blaubeeren drin. Schaumkelle.
Hallo. Hallo, ich würde einfach so. Oh, Schokobrötchen sind da. Ich nehme mal noch ein Schokobrötchen, aber gerne extra verpackt. Kein Problem. Danke. Was hättest du denn gerne? Schönste und größte. Das hier oder das? Das. Das. Ja. Das hatte ich für mich. So, ein Brötchen. So. 6 Euro bitte. Einen Euro habe ich leider nicht. Wow, du hast mitgedacht. Super, ansonsten muss ich mal nachfragen. Ja, ich kenne das doch. Danke. Schönen Tag. Gleichfalls, danke. Eine junge Dame? Junger Mann, aber man sieht nichts, also nur die Kapuze von Ja, das daher. stimmt. Ich bin auch froh, dass er gerade ruhig ist. Schönen Tag bitte. Gleichfalls, danke. Einen ruhigen Tag. Danke. Eine kleine Behälter haben wir. Das Ordnungsamt. Hallo. Kein Problem. Wie viele? Zwei Croissants. Oder 3 Willst du die aussuchen? Nö. Sieht schon so sehr gut aus. Ich nehme einfach die größten, okay? Ja. Drei. 8,40 Euro. Ja. Schön. Ich danke Ihnen. Genieß Schönen es. Tag. Ciao.
Hallo. Ich hätte gerne ein Croissant und jetzt gibt noch 3 Porsche Bier. Okay. Hast du Besuch? Ja, ich fahre noch zu meinen Eltern. Okay. So. 1, 2. Und ein Croissant, ja? In Bar 12,40 € bitte. Hast du 2,40? Das wäre super. 10 zurück. 10 Cent. Und jetzt den Meyers. Mehr nicht? Nee, ich denke, das reicht. Meyers ist eigentlich ein sehr guter Rum. Also, du kannst Rumverschnitt kaufen, da zahlst du 6-7 € die Flasche. Du kannst normalen Jamaika-Rum bla bla kaufen, bist du bei 9, 10. Und wenn du den Meyers kaufst, bist du bei 16, 17 €. Aber ich habe ja Koch gelernt und mein Küchenchef meinte, mit einer schlechten Flasche Wein, also mit einem schlechten Rotwein, kannst du keine gute Rotweinsauce machen. Du musst schon gute Produkte nehmen. Von daher mache ich das. So. Das werden Baba Orom. Und zwar die großen mache ich mit Maracuja für Kinder getaucht und die großen für Erwachsene im Meyers Rum. Hallo Bernie! Wir machen das. Und das andere ist, könntest du mir für Sonntag ein bisschen Kuchen machen? Ja, was? Was du hier hast, ein Programm, nichts extra, kein extra Kuchen. Irgendwie einen Käsekuchen brauche ich und irgendwas Obstiges. Wir sind so 7 Leute oder sowas. Also nur, dass du schon mal im Hinterkopf hast. Was denn? Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, danke schön. Scheiße! Was denn? Nein, es ist okay. Bernie. Ja, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön. Ja. Alles Gute. Genau, und ich mache am Wie alt? Sonntag. 42? Wie alt ich geworden bin, 42, ja, nein. Ja. Ich bin auch schon seit Jahren 42. Ja, Darf ich kurz fragen, warum oder teilt ihr euch hier diesen Laden? Ja, genau, ja, auf jeden Fall, klar. Um diese horrenden Mieten zahlen zu können. Ne? Aber auch eben halt, um uns gegenseitig so ein bisschen Freude zu bereiten. Er mit seinen Backwaren und ich dann halt vielleicht mit Bratwurst oder so. Naja.
Ja, so sieht's aus, genau. Eine WG. Eine WG, genau, Arbeits-WG. Genau. Ansonsten, ich glaube, am Donnerstag mache ich hier auf. Nächsten Donnerstag. Da gibt es dann auch was sozusagen, wie sagt man, was Deftiges? Ja, genau. Ja, genau. Okay. Was Salziges. Ja. Mittagstisch, Genau, Mittagstisch. Käse, Eier. So ist der Plan. Das, was es auf dem Markt gibt, außer Bratwurst. Halt. Die gibt es aber dann frisch. Okay, vielleicht kommen wir ja in Zukunft mal vorbei. Auf jeden Fall. Ja. Na dann, also wir hören uns morgen. Bernie, bis morgen. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Herr Bernie hat Geburtstag gehabt, ich habe es vergessen. Den Laden teile ich mir mit Bernhard. Bernhard hat hinten seine Küche, ich habe hier vorne meine Backstube. Vorne das Café teilen wir uns. Er ist noch nicht eingezogen, aber kommt bald. Wir müssen sie schön vollsaugen, damit es auch schön nach rumschmecken. Und dann pustern sie sich auch noch auf. In Frankreich wird es anders gemacht. In Frankreich nehmen sie den Rum und tröpfeln den über das trockene Gebäck. Aber das ist dann immer nur so leicht feucht und nicht glitschig mit vollem Rum, sondern nur so dezent. Und ich mag es immer lieber, wenn schon Rum, dann so, dass mir noch schmeckt, das alles. Also wenn du davon 3 oder 4 Stück isst, dann solltest du das Auto lieber stehen lassen. Das gleiche für die. Hallo. Financier ist Mandelgrieß, Eiklar, Butter, Salz, Honig, ein bisschen Zucker und ein bisschen Mehl und viel Butter. Darüber sind dann Bio-Heidelbeeren. Darüber salziges Karamell gegossen. Und darüber ist dann die Creme mit Zwetschge und Brombeer und Mascarpone. Boah, okay. Sieht alles viel zu gut aus. Einmal das mit der Mascarpone-Creme und einmal das... Mit dem Karamell. Nein, das ist mit Karamell, das Schokoladen. Ach so. Ich habe die aber auch mit Walnuss da. Walnuss. Ach, deswegen stehen hier. Yes. Genau. Ja. Wenn du das noch mit Walnuss da hast, dann eins mit Walnuss und eins mit der Mascarpone-Creme. So. Zu mir essen, ne? Ja, bitte. So. Ja. Und Gäbelchen. €6,70 bitte. Dankeschön. Super. Bitte schön. Ich darf mir noch eine dritte Gabel nehmen? Auch eine vierte, wenn du möchtest. Das passt schon. Danke. Super.
Prinzip nennt man das eine Krawatte, ich weiß nicht warum. Mache ich die Mascarpone Maracuja-Creme. Das war nicht kalt. Die junge Dame hat ja gerade gezeigt, dass sie aus der Gastro kommt, so wie sie die 3 Teller getragen hat. Geben wir doch mal was zum Probieren. So, Teller. Den hier. So, mal kicken, was Sie dazu sagen. Und wenn ihr was probieren wollt, Was ist das? das ist ein Passionsfrucht-Baba. Wow. Muss man das mal aufmachen? Wow. Großartig. Mit Mascarpone. Mhm. Leider geil. Das zerfällt auf der Zunge. Ja. Mega. Richtig toll. Kann ich euch noch mal kurz was fragen? Ja, Und zwar, seid ihr öfter hier? jetzt zum zweiten Mal. Dritten Mal. Zum dritten Mal? Ja. Oh ja, zum dritten Mal, Mal richtig. waren wir. Wir sind neu in die Region gezogen und ich mag die französische Küche sehr. Und das ist wirklich sehr gut hier. Wirklich, ja. Ich bin nur zu Besuch und wurde direkt mitgenommen. Ja, Kann aber verstehen, warum sie so gerne hier ist. ja. Genau, sehr originell. Sehr angenehm. Und wir kommen bestimmt öfter wieder. Ja, definitiv. Und schmeckt es den Damen und Herren? Ja, total. So, Taschen eingezogen. Jetzt Konditorcreme. Milch. Zucker mit rein. Wenn du Zucker mit rein machst, nicht rühren. Zucker absetzen lassen. Zucker verbrennt erst ab 280 Grad. Das heißt, die Milch kann eigentlich nicht anbrennen. Wenn du rührst, brennt sie 100%ig an. Alles okay? Ja. Ja. Ciao. So, Eier.
So. 4 Liter. Michael, wie geht es dir? Nachrichten programmieren? Ich brauche Flatter. Große? Großflatter. So. Da war ich lieber den hier. Darf ich Sie was fragen? Sind Sie Stammkunde? Ja, könnte man so sagen. Also ich war im Prinzip schon Kunde, bevor der Laden aufgemacht hat. Wie geht das? Einfach indem ich vorbeigegangen bin und geklopft habe und den Herrn beglückwünscht habe mit dem, was er hier macht. Und machen tut das gut. Wenn das reicht, dann sage ich jetzt Tschüss. Tschüss, Michael. Ich wünsche euch was. Tschüss. Michael kommt jeden Tag. Der ist auch in der Gastro und wenn er seinen Job fertig hat, kommt er hier vorbei und holt sich noch was Süßes für seinen Feierabend. Aber auch ein ganz lieber. Geht gerne gut essen, trinkt gerne gute Weine und dazu muss das passende Dessert her. Hier ist die Vanille, von der ich vorhin gesprochen habe, der Vanillezucker. Genau, und mit den Stückchen von der Schale. An die Wand. Kleinen Augenblick, ja? Ah, hi, der nächste Gastronom. Hi. 2 Croissants? Ja. Schokolade? Also 2 Croissants. Ja. Pain au Chocolat. Wie läuft's bei dir? Ja, eine relativ kurze Nacht und einen relativ sauren Magen jetzt, aber ich denke, deine Croissants werden helfen. Was machst du? Meine Frau macht Forschungsreise in Kanada und USA und ich begleite sie für 4 Monate. In Kanada? Ottawa, Vancouver, New York, Washington, San Francisco. Okay, also alles was Kanada ist super. Alles. Ja, Ami ist scheiße, aber gut, da muss man der Rest, ja. Das Verhältnis ist stark. Ja, Vancouver, ja, ist
Da kommt nichts drüber, aber. Ah ja. Die besten Croissants genau hier. Super. Croissant hast du schon, ne? Ja, 2. Ein paar. 5,60, 5,60. 10. Gib mir 14 bitte. Dann machst du 15. Danke. Beim Portugies kommst du nochmal vorbei, ne? Montag geht's los, also ich vermute. Ja, dann musst du Sonntag vorbeikommen. Aber wir sehen uns danach nochmal. Okay. Lass dich nicht ärgern, danke dir, ja? Bis dann. Was nehme ich denn jetzt? Das oder das? Was empfiehlst du mir heute? Das ist sehr fruchtig, sehr lecker und das ist wie immer. Wie immer, ne? Ich glaube, ich nehme das. Morgen. Möchtest du das oder welches? Schoko, irgendeins. Ja, mir ist egal. Oh, eine Misse, das. Okay. Ich mache gerade reichlich. Ist ich dann morgen zu kommen? Ab 8 ist offen. Nee, das ist nur zu früh, dann schauen Ja, wir noch. ich denke so ab 9, halb 10. Hast du Sachen? Gut. Aber ich bin ja nicht da, ist ja Charlotte da. Du, ich gehe auch bei Charlotte einkaufen. Ja. Oder? Café au lait und Cappuccino. Genau. Und ein Dings hier. Ein? Wasser, ne? Hast du das schon? Nee. Bitte schön. Und da sagte ich 15. Ja, okay. Darf ich? Danke dir. Okay, Also Sie kommen... wir kommen öfter hierher, wir wohnen auch hier in der Nähe und haben das erst so vor 1, 2 Jahren hier entdeckt. Und er macht hier wirklich die besten Croissants und auch der Kuchen ist außergewöhnlich und die Tarts. Und er ist auch sehr, sehr nett und es macht auch Spaß hier zu sitzen oder auch nur was einzukaufen. Der Käsekuchen ist waffenscheinpflichtig. Also der ist nur klein, aber wenn man den einmal probiert hat, kann man den nicht mehr loslassen. Permanent rühren jetzt wichtig? Ja, sonst brennt sie an. Jetzt ist Zucker, Stärke und Eier drin, sonst hast du viele kleine Klümpchen. Woran merkst du das? Ja, weil es dicker wird. Armwechsel. Und beim halben Liter oder beim Liter okay. Aber wenn du 5, 6 Liter hast, ist genau wie wenn der Hollandaise aufschlägt. 2, 3 Portionen, kein Thema. Aber 60, 70, dann... Und was sagen die Gäste? Ja, also, sie lieben das, was du machst. Also, Schön. Ja, die sind auch wirklich lieb. Und kommen einmal die Woche.
gestern vorbereitet? Ja, aber es ist so viel, dass ich das an einem Tag gar nicht schaffen kann. Das geht nicht. Weil alleine um die Tartelettes auszulegen, die hier, und um die vorzubacken, brauche ich über 3 Stunden. So. Fertig. Mittagspause. Ich habe alles, was du siehst, habe ich selbst gebaut. Ich habe die Tische selbst bemalt. Ich habe alles gemalert. Ich habe die Fliesen verlegt in der Backstube. Alles, den Tresen gebaut, alles. Aber habe ich früher in den Restaurants auch. Wenn die Kohle fehlt, dann machst du es selber. Und macht mir auch Spaß. Also Holzarbeiten ist immer klasse. Ist Entspannung, weißt du? Mhm. Du hörst nichts, du musst mit niemandem reden, es ist nur die Maschine, die am und dann machst du halt. Mhm. Hast du ja geschafft? Schön. Ja. Das freut mich. Ich weiß, wo mein Name draufsteht. Da auf der Blaubeer, Heidelbeer. Orange Blaubeertörtchen. Hast du noch einen Kaffee rumzulegen? Vom letzten Jahr noch ein Jahr. Ja, ist okay. Gut. So, normaler Kaffee oder? Ja. Ich Kaffee trinke oder irgendwo mir Kaffee bestelle, möchte ich einen kräftigen Kaffee, der auch richtig dunkel ist und nicht wie ein schwarzer Tee aussieht. Achso, ich dachte, das ist auch Rotwein gemischt. Nee, das hatte ich. Nee. Ein alkoholfreies und das ist okay. Ja. Aber davon trinke ich dann noch kein zweites, weißt du? Ja, klar. Dann ist eins und gut. Ja, vielen Dank. Gerne. Bist du Stammkunde hier? Ja, allerdings. Und was treibt dich hierher? Warum immer wieder? Zum einen die Leidenschaft von Olivier, die er halt in seinen Kreationen widerspiegelt, den Einfallsreichtum und dass es wie bei einer französischen Mutter schmeckt. Also du fühlst dich hier immer, als wenn du Kuchen bekommst wie von Muttern, von Oman und so, und das ist einfach toll. Und das schmeckt großartig und du hast auch immer ein gutes Gespräch und ja, unbedingt weiter zu empfehlen. Und die besten Croissants und Schokocroissants außerhalb von Frankreich. Das sind die Sinus-Financier. Und da kommen jetzt noch mehrere Schichten drauf. Frag mich aber nicht welche. Keine Ahnung, mal gucken. Ja. Machst du spontan? Oder? Ja, immer. Also ich mache mir nie einen Plan, was ich wo mit reinmache. Habe ich früher mal so 2, 3 Sachen aufgeschrieben, was ich mir ausgedacht habe. Aber wenn ich dabei bin, mache ich sowieso was anderes. So wie ich es gerade fühle und wie es passt. So.
Stärke, Mehl, Zucker, Salz und Eier. Jetzt brauche ich noch einen größeren Behälter. Eine eigene Kreation? Ja. Also wie gesagt, Rezept gibt's nicht. Das ist so, wie es gerade kommt. Aber bis jetzt sind eigentlich alle damit sehr zufrieden. Hallo. Die großen Käsekuchen. Bohnen. Muss ich leider wieder anmachen. Jetzt hier so in die Mitte. So.
habe jetzt doch ein bisschen umgeschwungen. Und zwar mache ich Himbeeren, aber auch mit wilden Heidelbeeren zusammen. Warum? Einfach so. Ich dachte, Mensch, ich habe 2 Bleche Himbeeren. Und färbt so schön die Hände. Oh, schon zu kalt. Wenn die Kaffeetassen vielleicht Wenn da Sie Erfolg haben wollen, nicht von meiner Frau ein Foto. Bon Appetit! Kannst du dir anmachen? Das soll schmecken. Das ist so geil. Sie kurze Frage. Sind Sie öfters hier? Nee. Zweite Mal. Zweite Mal, ja. Das erste Mal war vor 2 Jahren. Aber mein Sohn ist öfter da. Der lebt hier. Immer freitags, wenn es die guten Kanäle gibt. Wenn es was gibt? Die Kanäle aus Frankreich, die mag ich sehr gerne. Ja. Also schon Stammkunde. Naja. Seit einer gewissen Zeit, aber erst möchte ich mir nicht selber in den Rahmen heben. So, Espresso. Was seid ihr jetzt? Das ist ja lustig. Jetzt habe ich einen Teil verkauft. Kriegen wir noch einen schönen Kaffee? Der ist nötig. Als Ausgleich zu dem Süßen.
Du schmeißt ja hier den Laden komplett allein. Ja. Ist es nicht ein bisschen viel für eine Person? Es ist viel. Aber wenn ich was verbocke, dann weiß ich, dass ich es verbockt habe, weißt du? Ob mit den Gästen oder hier oder wie auch immer. Wenn es jemand anders verbockt, dann kriege ich schon schnell schlechte Laune, weil ich mir denke, ey, weißt du, geht nicht. Nee, es ist, A, kann ich es mir auch nicht leisten, weil wenn ich jetzt mir jemanden einstelle, der seine 2,2 netto verdienen will, kostet mich das brutto 3,5. Um 3,5 übrig zu haben, muss ich 10.000 € mehr Umsatz machen. Muss ich ja noch mehr arbeiten. Nee. Und ans Backen lasse ich sowieso keinen ran. Also das haben wir schon probiert. Und das wird nicht. Von daher mach ich lieber alleine. Der war auch gut, ja. Dieses, Ich kann die Zahlen nur nicht klein halten. Ich brauche immer 3 davon. 3 davon. Qualitätsfertig aus. Ja. Ja, aber das war auch so gut mit der Zitrone, ne? Also. Wo ich geboren wurde? In der Champagne. Und wie heißt dann der Ort? Es ist Hirson. Das ist an der Grenze Picardie, Champagne. Also im Norden, ja, ja genau. Und mein Vater war Katalane und meine Mutter da, wo ich geboren bin. Wie lange sind Sie morgen da? Ich bin morgen früh um 3 hier. Ja. Um halb Mein 8. Mann kommt um 5. Um halb 8 fahre ich auf den Markt. Und um 8 ist Charlotte hier. Und ich komme um 5 wieder. Mache dann Abrechnung vom Laden und vom Markt. Pack die Kisten weg und dann bereite ich die Croissant für Sonntag vor. Welche Markt? Winterfeldmarkt. Dann sehen wir uns morgen Abend. Alles klar. Tschüss. Ciao. Okay. Gute Nacht. Bis morgen. Vielleicht. Bis morgen. Ciao. Der Käsekuchen ist waffenscheinpflichtig.